Moin Moin zu der neuen Folge von Hansa Gaming. Heute spiele ich mal wieder ein altes Lieblingsspiel von mir auf der PlayStation 2 und zwar das Rollenspiel Suikoden. Das ist eigentlich von den ganzen Rollenspielen, die ich bis jetzt gespielt habe, also auf jeden Fall mein Lieblingsspiel, rundenbasierend und gab bis jetzt, glaube ich, schon 5, 6, so 7 verschiedene Teile. Ich spiele davon jetzt einer meiner Lieblingsteile, Teil 5. Und ja, deshalb dachte ich so, ich zeige euch mal, wie das Spiel ist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel hier in Europa irgendwie gar nicht so extrem bekannt ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an. Deshalb zeige ich euch auch erstmal noch das Intro dazu. Ich finde es so ein bisschen schade, dass der den Ton nicht so flüssig wiedergibt. Ich hoffe, dass es von der Qualität so einigermaßen okay ist. Ich habe richtig Bock. Ich habe das, glaube ich, schon 10 Mal, 15 Mal durchgespielt. Aber jedes Mal ist es vom Neuen richtig cool. Was ich bei dem Spiel richtig cool finde, ist auch, wenn man das durchgespielt hat, kann man das mit dem Stand nochmal neu starten. Man behält dann ich bin mir gar nicht sicher, ob man das ganze Geld behält, was man am Ende der alten Story hatte. Und den Rest werde ich euch später nochmal erläutern. Prince! There it is! Sol Falena! Finally home. I'm really not sure how to feel about this, though. After all we've been through. Yeah.
feel like your burden's been lifted a little, huh? But, Lady Sialeeds, I've never once thought being the prince's bodyguard was any kind of burden. Whether in the imperial capital or away, I'll always gladly do whatever it takes to protect the prince. Being a bodyguard is different from babysitting. Make sure you don't overprotect him. I'm not babysitting anyone, George. And even if I was, so long as the prince is safe, that's all that matters. Isn't my nephew a lucky boy, then? Sure is. Oh, George, What? when we get back to Sol Falena, you'd better watch how you talk. Be polite and use the proper forms of address, okay? You know, you are ever so right, Leon. George may have forgotten, but I am the younger sister of our glorious queen. One's language must always reflect one's social standing. Wouldn't you agree, Sir George Prime of the Queen's Knights? Oh, shut up, Sialeeds. How dare you address royalty that way? Well, that's the George we all know and love, so he can get away with it when it's just the three of us. But if Her Majesty hears a Queen's Knight addressing the prince improperly, there will be trouble, George. And think of Ferret, too. After all, he's the one who recommended you to the Queen's Knights in the first place. Und das immer nur, weil andere Leute reden könnten. Don't worry. I'm used to court service, you know. I can take care of myself. But geez, lighten up. I thought the Queendom of Falena had more of a laid-back reputation than this. Considering the fact that they let someone like you become a knight, I think it's laid back enough. But even I'm afraid of my own sister right now. We really can't afford to make Arstadt mad. Look sharp now, guys. We're about to arrive. All hands, prepare to dock! I haven't been in this country for too long, so correct me if I'm wrong, but isn't this kind of a pathetic welcome for the Queen's sister and the Prince? Yeah, well, what else can you expect? In Falena, male royalty aren't in line for the throne, so they aren't very important. And neither am I. Ja, vielen Dank. Seine königliche Hoheit Prinz Shahin und Lady Sialeeds sind zurück. Prinz Shahin, Lady Sialeeds, willkommen zu Hause. Ihr seid zurückgesorgt. Ihr seid zurück aus Lordlake. Ihr seid sicher müde. Wie war die Reise? Ach, fragt nicht. Oh, ich würde am liebsten so tun, als wäre das nie passiert. Wie bitte? Ach, es ist nur... Ist ja egal. Ach, so. Na, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, das könnt ihr halt selber sehen. Genau, wenn das irgendwie so türkis ist, was immer die Namen und dieses Grüne sind immer die Orte. Städte, Länder, je nachdem. Des Kommandanten der Ritter der Könige ist. His Royal Highness the Prince and Her Royal Highness Sialeeds have returned. Ah, you're back. You're looking well, my boy. So, meine erste Aktion. Hey, das tut weh, Pepe. Oder bitte hör auf, Papa. Wir sind natürlich höflich, wir sind ein Prinz.
What's the matter, son? Am I embarrassing you? Just a little show of affection between father and son. It's no big thing. Your Majesty, I think perhaps you better stop before you crush him. Ah, Sialeeds. I'm glad to see you looking well, too. George, Leon, thank you for seeing the prince home safely. Yes, of course, sire. Your Majesty, Commander of the Queen's Knights, George Prime, returning to post, sire. George, what in the world has gotten into you? I don't know. I was told to mind my manners. You never were one to listen to other people's advice, so why start now? But on second thought, though, a little bit of prudence might be in order while you're back in the imperial capital. More than a few nobles aren't very happy with you, being a newcomer and all. All right, I'll try to watch it. Wouldn't want to get you in trouble, Your Majesty. Korrekt. Thanks, George, but I don't think you will have to worry too much about that. Pardon me, Your Commandership. Shouldn't we... Ah, yes. You're right. Your mother, I mean Her Majesty, is waiting for you. You should hurry along and see her now. But, Your Majesty, we, Sorry, now's not the time. I know what you've all seen, but there's nothing I can do about it right now. Our first priority is to see Her Majesty. His Royal Highness the Prince and Her Royal Highness Sialeeds have returned! Ich kann schon mal sagen, dass die Sachen da eigentlich immer ziemlich gut erklärt werden. Also, falls ihr Fragen habt, I've been waiting wartet. for you. Don't be shy, now come closer. Let me get a good look at you. So, wie wir gesagt haben, wir sind ein Prinz, wir wollen höflich sein, gerade vor fremden Leuten, weil wir ja gehört haben, dass die immer viel reden, deshalb entscheide ich mich für Eure Majestät, ich bin zurück. Oh my, such formality. You can call me mother, you know. But then again, it does indeed make me very proud to hear you speak so gallantly. Sialeeds, thank you for all you've done. I wasn't quite so worried about the prince, knowing that you would be with him. No need to thank me. I love my nephew too, you know. And thank you too, George. I'm grateful that you took on this task, hardly worthy of your talents. No thanks necessary, Majesty. Protecting the royal family is my sworn duty as one of the Queen's Knights. And you, Leon, yes? you're doing a fine job as the prince's bodyguard. Well done. I'm sure the day will soon come when you'll be promoted to a full-fledged Queen's Knight. But, Your Majesty, I already consider it a great honor, one I hardly deserve, just to be allowed to be His Royal Highness's bodyguard. It is such a great relief to me to know that the prince is in such good hands. Please continue to take good care of him. Yes, Your Majesty. Now then, please report on your visit to Lordlake. What's the matter? Simply tell me what you witnessed there. Arstadt. So, jetzt fängt die eigentliche Geschichte an. Wir gehen jetzt zurück zu dem, was wir in Lordlake gesehen haben. This is Lordlake? One of the most beautiful towns in the Queendom of Falena, known for its pristine waters and lush woods. Damn, I heard it was bad. I never imagined it was this bad, though. Yeah, this is definitely Lordlake, the town that used to be one of the most beautiful places in the Queendom.
At least it used to be. I thank you for traveling such a great distance. My name is Talgil. I've been somewhat of a town representative here, ever since his lordship passed away. I would love to offer to show you around a bit, but sadly, this town needs no guide. As you can see, there is nothing here but scorched dirt and bleary townsfolk. I'm afraid our residents might be rather impolite to you at times. I do hope you can forgive them. If anyone deserves punishment for this, it's me. So, jetzt können wir uns hier selber bewegen. Wir können mit R1, glaube ich, kann man auch noch mal ein bisschen ranzoomen, weil man irgendwelche Sachen nicht sehen kann. Ich kann jetzt mit dem rechten Stick nicht einmal die Karte drehen, beziehungsweise die Kamera drehen. Aber was wir als erstes machen sollten, ist, ich speichere mal. Jetzt nicht wundern, weil ich habe wirklich sehr viele Speicherstände. Also, Level 59, 50, Level 3, 54, 10, 60, habe alles zweimal angefangen. So, dann haben wir doch mal hier. Okay, dann benutzen wir einfach ein. Überschreiben wir das. So. Dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Ja. Hier kann man nirgendwo langlaufen. Ich kann nochmal mit ihm hier reden. Na? So. Okay, das haben wir schon mitbekommen von ihm. So, dann gehen wir erstmal weiter rein in die Stadt. So, ich weiß, das ist. War das schon hier? Genau, hier gibt's so Kisten, wo man eben Sachen sammeln kann. Fluchtzettel, das ist etwas, wo man in Verließen und so entkommen kann. So wie in manchen Spielen heißt es auch Fluchtseil oder eben sowas. Und manche von diesen Items oder diesen Kisten sind sehr, sehr wichtig für den späteren Verlauf des Spiels. So, hier war ich gerade. Ja. How horrible! So tragic. To see something so magnificent reduced to this. What's this? It's Rovere's mansion. Rovere used to be the lord of this region. I've heard that name before. That's right. He and his entire family were executed, weren't they?
Nee, wir wollen ja ein bisschen All mehr right. sehen. Ja, wenn wir berichten sollen, was in der Stadt passiert ist, können wir uns ja nicht nur ein bisschen was angucken, sondern ich würde schon sagen, dass man ja ein bisschen sich mehr informieren muss. Hier ist auch nochmal wieder eine Kiste Medizin. Unbelievable. This is even worse than the rumors. That used to be a lake. The water was so clear you could even see the fish on the bottom. There were so many ducks and geese, too. And over there was a deep forest. We were just kids the last time we were here, so we wanted to go explore it, of course. But just as the prince and I were about to set out, his attendant stopped us. Ferret yelled at us later, remember? You're not supposed to let them catch you, he told us. Yeah, sounds like Ferret. Lord Roveray said the same thing and laughed. What in the world could have happened here? Unfortunately, this town has indeed felt Arstadt's wrath. Also wissen wir schon mal, dass es etwas mit der Königin zu tun hat. What's that about? Huh? Is something wrong? They seem to be panicked about something. Let's go check it out. So, hier sollte man sich auch mal so umschauen. Da sieht man, gerade jetzt, wo das reingezoomt wurde, dass es unten links in der Kiste noch gibt. Jiso-Opfer oder Jiso-Opfer. Das ist, ich muss mal kurz gucken, mit Viereck. Kann man ins Menü, kann man mal bei den Items. Leichte Erholung vom Ohnmachtseffekt. Ach genau, das ist sowas wie Phoenix-Feder, wie man das nennt oder so. Und dann bringt 100 TP zurück und das ist richtig Flucht aus Verließen, nicht im Kampf. Aber dann gibt es noch wichtige, wir haben noch keine wichtigen aktiviert. Das ist eben so Ausrüstung und sowas, die man hat. Na, und wo kommen wir hier wieder rein? Da. Dann schauen wir mal, weshalb die da so nervös sind. So, ich glaube, das war hier links. Kommt das dann? Ja. Aber sie ist auch da, um mich zu beschützen. Aber naja, soll sie alleine gehen oder wir gehen zusammen, dann kann sie da auf mich aufpassen. Deshalb. Sialeeds hat mich verstanden.
So, was jetzt auch mal sinnvoll ist, dadurch, dass wir jetzt an ein Gebiet kommen, wo man auch kämpfen kann, so, dass man muss ja so oder so trainieren, ob man jetzt schon ein bisschen stärker wird und es später leicht hat, oder man kämpft sich so gerade durch und man muss später trainieren. Dann denke ich mir so, kann man auch jetzt einfach kämpfen, weil früher habe ich das einfach gemacht, ich wollte einfach nur die Story spielen und habe dann hier wirklich einfach nur die Gegner besiegt, die man müsste, und dann weitergemacht, und umso weiter man kommt, umso schwieriger wird es. Und da muss man nur erst ziemlich viel trainieren, damit man dann überhaupt weiterkommt. So, dadurch, dass es erstmal normale Gegner sind, ich könnte jetzt normal angreifen, abwehren, ein Item benutzen, so, ich könnte gemeinsam Angriff machen. Genau, manche Charaktere können zusammen gemeinsam angreifen. Es kann auch manchmal wirklich, man kann ja bis zu 6 Leute in einer Gruppe haben. Und es kann auch sein, dass 6 bestimmte Leute zusammen auch eine gemeinsame Attacke machen können. So, mindestens 1,2 Schaden für einen Feind oder mindestens 0,5 Schaden für alle Feinde. Ich würde erstmal sagen, wir greifen normal an. So, Leon kann auch angreifen. George kann auch angreifen. So, jetzt bei Sialeeds sieht man, dass er eine Rune hat. Das sind so genau, so Wind, also Elemente, sag ich mal. Ne? Und jetzt kann man sehen, bei Wind, schlummernder Wind, versetzt alle Feinde in Stab, 20% Chance. Und umso mehr sie Runen einsetzt, umso irgendwann werden die stärker. Wenn sie auflevelt, man kann sie irgendwann auch verschiedene Sachen machen. Also ich finde, das kann man auch erstmal normal angreifen. Theoretisch kann ich das so machen, oder ich gehe wieder zurück und sage dadurch, dass sie alle nur angreifen sollen, mache ich das auch automatisch. Und die greifen jetzt einfach alle an. Ist die einfachste Aufgabe oder einfachste Lösung. Genau, jeder kriegt Erfahrungspunkte. Dann sieht man unten, dass man auch Geld bekommt. Das ist hier in Potsch gerechnet. Und dann steht da nochmal unten Gruppental, das sind die Talentpunkte. Und man kann später nochmal einige Attributen verbessern. So, dann speichern wir hier nochmal. Sobald da ein Speicherpunkt ist, macht es eigentlich immer Sinn zu speichern. Okay, let's go. So. Da kommt man hier nicht weiter. So, was haben wir da eigentlich? Ein wilder Hund. Ja, das sieht man jetzt auch, dass George ziemlich stark ist, aber man sieht auch zum Beispiel, ich selber, Leon und Sialeeds sind so Level 4, 5, 6 und George ist dann bei Level 20. Ich finde, für einen ausgewachsenen Ritter der Königin sollte man auch schon stärker sein. Und ich könnte noch kurz zeigen, bei den Runen, dass George eine kritische Rune hat. Das heißt, mal 1,5 kritischer Treffer, sofort tot, 10% Wahrscheinlichkeit. Und deshalb macht er manchmal einfach ultra viel Schaden, weil er einfach diese erhöhte Chance hat, dass er einen kritischen Schaden machen kann. So, jetzt wieder angreifen. Deshalb meine ich jetzt, ist es gut, wenn man trainiert, aber wenn man schon stark genug ist und man möchte einfach nur die Story machen, dann ist das ja manchmal schon ziemlich extrem mit dem Kämpfen.
Dann laufen wir mal hier links rum. Hier ist auch eine Sack. Oh, guck, direkt wieder ein Kampf. Chance auf erst Schlag, also mehr Wasserstand. Wenn das später so Bosskämpfe sind, dann wird man schon richtig kämpfen. Auch nicht einfach auf automatischen Kampf, sondern da muss man schon ein bisschen effizienter kämpfen. So, dann laufen wir mal hier rechts rum. Dann haben wir Stopp. Mach doch erst Angriffsstand da. Easy Snake. Ich glaube erstmal hier rechts rum. Das fängt jetzt schon gut an mit den ganzen Kämpfen. They can't defeat me! Level up! Oh, ich bin doch direkt richtig gelaufen. Eigentlich wollte ich nach Items gucken, aber... Over there! Oh, vielleicht hätte ich mich vorher nochmal heilen sollen. Bulls attacking people? Wir müssen ihn retten. Auf geht's! Prince, wait! There he goes, rushing into things again. Jetzt haben wir unseren ersten Bosskampf. Das hört man auch direkt mal den Ton. Also, so, jetzt schauen wir doch mal. Ich finde, jetzt können wir dann mal so einen gemeinsamen Angriff machen. Ich war mir gerade nicht sicher, wenn ich das mit Sialeeds mache, ob sie die Runde danach. Egal, wir greifen erstmal alle an. Leon. Kann normal angreifen. Am besten wäre das immer, wenn wir den gleichen angreifen. Damit die Gegner schneller tot sind. Und die Kombos sehen immer cool aus bei den gemeinsamen Angriffen. War jetzt nicht wirklich viel Schaden. Ich gucke mal, wie viel das ist, wenn die alle einzeln angreifen. Boah, ich habe jetzt so 55 Schaden alleine gemacht. Okay, erster Bosskampf ist finito. Zack, alle drei Level up. Genau, jetzt sehen wir nochmal bei den Items. Da steht zum Beispiel Medizin 1, dann Ungestüm Stück 1, Boost Stück 1. Das sind Runenstücke. Wenn man, ich glaube, 4 Stücke hat, dann kann man das in einem Runenladen zu einer Runenkugel umwandeln lassen. Und dann kann man die Rune tragen und dann hat man eben die Fähigkeit dieser Rune. Aber es gibt's da
bestimmt How strange. 50 I verschiedene don't think Runen. I've ever heard of Us attacking people before. They sure looked awfully hungry. Are you alright? Huh? Oh. Don't touch me! Hey, don't disrespect the prince! So you're the prince, huh? Grandpa said you were coming, but I didn't think you'd have the guts. Don't harm me! How dare the Queen's family even show their faces around here? Who do you think brought all this to Lordlake anyway? Even those animals, they started attacking people because their forest is gone. They're hungry. Who knows how many people have been killed? And all of it, it's all the Queen's fault. Oh. Uiuiui. Ja, das ist unsere Information, die wir haben. I see. The people of that town still cling to that dried up land, living out their pathetic existence. Gänsehaut bei dieser Lache. Well, I'm afraid all I can say is this. It serves them right. Your Majesty. Aber Mutter, wie kannst du? How can I, you ask? How dare you, my own flesh and blood, ask such a question? Those people committed an unpardonable sin, that's why. For generation after generation, the Rovere family of Lordlake had been our most loyal subjects. That's why for many years I had complete faith in them. That's why I looked upon them with such favor. But on that fateful day 2 years ago, they betrayed me in the worst possible way. They banded together and began a savage uprising, plunging the nation into confusion. They ravaged the East Palace and even stole the Dawn Rune, one of the 3 runes, the very symbols of the Falenan royal family. Such lawlessness, such treachery, such savage behavior. How could I possibly forgive them? And so I, Arshtat, the Queen of Falena, brought down my judgment and vengeance upon them by the will of Providence. With the power of this, the Sun Rune! So you see, no matter how much Lordlake may continue to suffer, they got exactly what they deserved. With all due respect, Your Majesty, you have every right to be angry. But in Lordlake, the damage extends to women, children, and the elderly, people who had nothing to do with the uprising. Silence! Do you dare tell me I was wrong? I do not make mistakes. The Sun Rune always lends its divine protection to the just. My path is the path of righteousness. My will is the will of heaven. To defy me is to defy the sun. Your Majesty! Verid. Your Majesty, everyone is tired from their long journey. Perhaps we should adjourn for now and let them rest. Oh. Yes, I suppose you're right. I will hear the rest of your report later. For now, you may go and get some rest. Jetzt weiß man, warum Sialeeds meinte, dass sie Angst vor ihrer Schwester hat.
Ja, meine kleine Schwester suchen. Wie sie es schon anhört, wenn man ein gutes Verhältnis zur Schwester hat, dann sollte man sie mal suchen. Das hätte, glaube ich, nicht sein dürfen. So. Ich würde sagen, jetzt fürs erste ist Schluss. Und beim nächsten Mal können wir dann sehen, wie es weitergeht. Dann suchen wir unsere kleine Schwester. Und dann würde ich mal sagen, bis bald. Ciao.